Liebes Element Erde, Stier, Steinbock und Jungfrau, wir schauen in eure nächsten 3 Monate. Was verändert sich? Welche Energien sind verfügbar? Ja, die Finanzen sind hier. Ja, hier wendet sich finanziell etwas zu euren Gunsten. Es gibt viele Nachrichten und Gespräche. Möglicherweise ist auch hier die erlösende Nachricht für eine finanzielle Angelegenheit. Ich habe aber auch, dass ihr seelisch wieder ein bisschen mehr aufblüht. Ich sehe, dass eure Träume und Wünsche in den Vordergrund rücken. Ich sehe, dass ihr langfristig auch finanzielle Themen klärt. Und ich habe ein paar Schattenthemen, die jetzt so liegen. Ja, ich würde mal sagen, dass ihr euch irgendwo befreit, dass ihr wieder eure eigene Größe lebt, dass ihr einfach seelisch wieder besser drauf seid, da wo ihr vorher so mit wankenden Gefühlen oder mit einem leichten Blues durchs Leben seid. Man sieht die Abendstunden bei euch, man sieht, dass ihr da vielleicht grübelt oder nicht so gut schläft, aber das wandelt sich hier sehr schön. Kann jetzt hier auch um Gelder gehen aus dem Bereich Vitalität tatsächlich oder um ein neues finanzielles Konstrukt, das wieder Wurzeln trägt. Es kann bei euch auch euer Gegenüber betreffen. Hier ist auch so eine neue Erfahrung, die man macht mit dem Gegenüber. Das Gegenüber liegt im Moment im Haus der Schlange drin. Auch da darf man mit Häutung rechnen, mit verstrickten Wegen. Die werden hier aber mit der Sonne gespiegelt und können sehr gut gemeistert werden. In vielen Dingen sehe ich euch ein bisschen genervt oder auch aufgeregt. Ne? Irgendetwas, was euch so innerlich ein bisschen bewegt. Es kann eine neue Erfahrung sein, ein Konflikt innerhalb der Familien oder etwas, wo Nachrichten kommen, die eigentlich neue Wege mitbringen, aber man findet nicht so richtig den Anfang, weil sie so schnell kommen oder überraschend sind. Hier sind Veränderungen, die liegen bei euch im Hause der Sterne drin. Das ist eine glückbringende Veränderung. Das betrifft vielleicht auch den Bereich Vitalität, Liebe, Partnerschaft und auch ein Gegenüber, wenn ihr eins habt. Und es sind hier vor allem Nachrichten, Briefe, Dokumente, Schriftstücke, die eben diese Wege ermöglichen. Wenn ihr hier Single seid, ich habe das Neu-Verliebt-Sein, ich habe einen Menschen, dieser Mensch könnte eine ganz neue Erfahrung für euch mitbringen. Und es geht darum, auch neue Wege zu gehen in Liebesdingen, in Herzensangelegenheiten. Man sieht rasche Möglichkeiten. Man sieht bei euch auch Veränderungen im häuslichen Bereich. Es können jetzt auch Kosten sein, die damit verbunden sind, dass sich etwas minimiert oder dass ihr etwas investiert, um euer Zuhause umzugestalten. Die Liebe liegt hier sehr gut für euch. Hier kann tatsächlich eine Herzensbindung entstehen oder Paare können wieder zusammenkommen. Der ein oder andere kriegt vielleicht sogar einen Heiratsantrag und überlegt sich, ob er dazu Ja sagen soll. Sorry, ich habe eine Doppeldeutung drin bei euch. Es kann sein, dass ihr sehr viel auf den Weg bringt, dass ihr verschiedene Optionen nutzt und es kann sein, dass es so ist, dass es plötzlich schnell in eine andere Richtung geht. Denkt dann daran, lasst euch nicht verunsichern. Manchmal handelt man dann auch zu schnell und hier seid ihr einfach aufgefordert, wenn schnelle Energien sind, guckt genau hin. Gerade auch bei Sachen, die mit Ämtern oder Behörden zu tun haben oder der Bereich der Selbstständigen oder auch man sieht innerhalb der Familien. Ne? An sich sieht man in euer Beziehungsleben, in das, was ihr verbindlich ausstrahlt oder wo ihr Arbeit geleistet habt an Beziehungsthemen, dass ihr da irgendwo ankommt, dass sich das stabiler anfühlt. Man sieht hier sehr schön die Finanzen, das Haus und die Arbeit im verbindlichen Bereich, das Umfeld, die Freunde.
Auch ihr habt hier eventuell neue Weggefährten. Das kann jetzt hier über die Arbeit sein oder dass ihr Freundschaften schließt mit jemand Bestimmten. Freundschaften werden hier auch sehr wichtig sein, denn sie liegen in ihrem eigenen Haus drin. Es kann auch sein, dass euch hier jemand hilft im häuslichen Bereich oder im beruflichen Bereich, neue Wege zu gehen, Unterstützung zu haben, gute Kontakte. An sich sehe ich Ausgewogenheit am Beziehungsleben, ein besseres Gleichgewicht, das sich auch auf die Seele als erfüllend zeigt. Ich habe sehr gute Qualitäten im Bereich Beruf, Haus, Geld. Auch ein Gegenüber von euch betreffend. Ich sehe, dass ihr nochmal Vergangenheitsarbeit habt. Hier werdet ihr konfrontiert mit Elternthemen oder mit Leuten, die euch im Beruf etwas spiegeln, das euch aufzeigt, wo im Leben ihr irgendwo noch Hindernisse habt, die nicht ausgefeitet sind irgendwie. Ihr seid ja konfrontiert damit, einen karmischen Zyklus zu beenden, ein Kreuz abzulegen, das ja mit Hindernissen emotionaler Art verbunden ist, eine Schwere aus dem Leben zu kriegen. Das kann hier vor allem im beruflichen Bereich eine sehr große Befreiung sein, ein Konflikt, der sich löst, eine Klarheit, die man hat. Hier können auch Ex-Partner oder Partner, die man in der Vergangenheit hatte, noch ein bisschen mit einwirken durch Umstände, die eben diese mitbringen und irgendwie wirkt es auf euch. Für den einen oder anderen sehe ich eine Bewilligung für eine Reha oder eine Reise im gesundheitlichen Bereich. Das kann über den Beruf ausgelöst sein, dass sowas angestrebt wird oder auch erreicht wird. An sich sehe ich, dass ihr sehr viel Schattenthemen bearbeitet, wo es wirklich schwierig war und wo vielleicht auch Vertrauen eine Rolle spielt oder Prägungen aus der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz sehe ich hier die Sonne aufgehen. Ihr selber liegt im Haus der Finanzen. Es geht vielleicht auch sehr viel um finanzielle Dinge, um seelische Dinge. Und wir haben hier, dass sich etwas zugute regelt, finanziell, vielleicht auch über den beruflichen Bereich, einen Neubeginn, der euch auch in die Vitalität reinspielt. Für die, die nicht arbeiten, das sind die Dinge, an denen man arbeitet. Und ihr habt hier sehr viel gearbeitet, also wirklich auch euch gestellt, aber irgendwo sind so Restausläufer. Jedenfalls ist es so, ihr kriegt ja neue Türen geöffnet im verbindlichen Bereich, im Beziehungsbereich, in dem Bereich Freundschaften und eurer Kinder. Aber ich sehe, dass es euch sehr viel Energie zurückgibt und irgendwo auch eine glückliche Wende mitbringt. Da, wo ihr jetzt vielleicht noch nicht damit rechnet, aber hier ist sehr viel Erleichterung. Ich sehe euch ein bisschen gedankenlastig. Das hat damit zu tun, weil der Weg, den ihr besucht, noch nicht so ganz frei liegt. Den einen oder anderen sehe ich einen Kurs besuchen, eine Weiterbildung machen oder das eigene Wissen zu Geld zu machen. So, dann habe ich hier den Pinguin für euch. Es geht um Kollegen, Freunde, Treue, um eine Sache, wo wir Teamplayer sind, wo wir alle an einem gleichen Plan arbeiten. Das sieht man hier sehr schön bei euch. Es ist so ein bestimmter Halt. Menschen, die auch glückbringend sind oder ja, wo man gemeinsam etwas durchsetzt, wo alle auch die gleichen Werte haben. Es kann hier tatsächlich sein, dass auch neue Menschen eure Bühne betreten über den Bereich Arbeit, die sehr glückbringend sind. Gemeinschaft ist hier sehr wichtig, ein guter Umgang miteinander, zusammen was machen, zusammenhalten, einen Erfolg erarbeiten, an dem alle beteiligt sind. Lob, Anerkennung.
Man kann hier freundschaftlich miteinander umgehen, aber man bleibt trotzdem die Person, die man ist. Das innere Kind wird hier angesprochen. Das liegt hier im Haus des Mondes, da können hier auch die Schattenthemen herkommen. Ne? Wie kriege ich mein inneres Kind gut genährt und auch die anderen in meinem Team, in meinem Umfeld? Und hier wird etwas umgesetzt, was am Ende dem Wohle aller dient. Ne? Ja, die Selbstannahme ist hier dabei. Das freut mich sehr für euch. Da geht es um eure Einzigartigkeit, um das, was ihr seid, eure ganze Größe. Es geht darum, sich so anzunehmen, wie man ist, egal mit welchen Schwächen. Und es geht auch ein bisschen um Anteile von einem selbst, die man verleugnet oder wegdrängelt. Das können hier auch die Schattenthemen sein. Aber ich sehe, dass ihr das ganz gut umgebogen kriegt. Es geht darum, das Leben und alles, was ist, es mitbringt. Auch an euch selbst, vielleicht auch an der Äußerlichkeit oder an irgendwelchen Verhaltensweisen, dass man das so annimmt, wie es ist. Und dann, wenn man das hat, dann ist man im Gefühl des Alleinsseins und da kannst du alles so stehen lassen und es fühlt sich gut an. Bei euch geht hier echt ein größerer Brocken weg, das sehe ich. Ne? Ihr frisst euch durch ein holziges Kreuz durch, das eine schwere Belastung wegnimmt. Jetzt haben wir hier 3 Vögel, da machen wir es doch einfach so. Ich lege sie euch hin, ihr wählt euch einen aus. Ich lege euch noch einen Glücksimpuls drauf und sind wir jetzt heute mal ein bisschen flexibel. So, ich fange mit links an. Ihr habt den Hausrotschwanz, da geht es um Liebesthemen. Amos Pfeil wird euch treffen und die Karte sagt, ich bringe dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit. Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, halte inne, berühre den Zweifel und gib dem Vertrauen Platz. Was hat die Mitte? Den Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Und ihr habt abenteuerliche Tage stehen euch bevor. Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben, bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Und hier ist noch die unerwartete Wende. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.